Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tracks und Routen? Diese Frage klären wir in diesem Video. Viel Spaß! Spricht man über Tracks und Routen, kommt man schnell auf das Global Positioning System zu sprechen. Das GPS wurde in den 70er Jahren in Amerika entwickelt und 1995 offiziell in Betrieb genommen. A rocket carrying a new GPS satellite blasted off from Cape Canaveral, Florida. The Delta IV lifted off on Friday. Here it is. It's a navigational satellite. It'll provide the U.S. Air Force with improved military signals, they say. They have greater accuracy and are more resistant to signal jamming. It also has a longer life expectancy than the previous generation of satellites. Zweck des GPS war es, dass Soldaten im Kampfeinsatz ihre genaue Position ermitteln und per Funk übertragen konnten, um nicht von eigenen Kräften bombardiert zu werden. Anfangs war das Signal der Satelliten verschlüsselt und nur amerikanische Soldaten konnten ihre Position mit den ersten GPS-Geräten wirklich exakt ermitteln. Die ersten Navigationssysteme deutscher Autobauer mussten sich daher anfangs noch mit Ungenauigkeiten von mehreren hundert Metern herumschlagen, weshalb einige unerfahrene Nutzer ihre Fahrzeuge schon mal in dem einen oder anderen See geparkt haben. In seiner Zeit als Präsident hat Bill Clinton dafür gesorgt, dass die GPS-Verschlüsselung aufgehoben wurde. Damit war über Nacht weltweit eine sehr exakte Positionsermittlung möglich. Weil die Amerikaner sich das Recht vorbehalten, die Verschlüsselung jederzeit wieder zu aktivieren, gibt es das konkurrierende europäische Positionierungssystem Galileo sowie das russische GLONASS. Aktuelle Multiband-Outdoor-Navigationsgeräte können die Signale aller drei Systeme empfangen und die aktuelle Position sehr genau ermitteln. Ist man mit Geräten wie dem Garmin GPS Map 66 ESR unterwegs, wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen die aktuelle Position ermittelt und gespeichert. Verbindet man die gespeicherten Punkte, ergibt sich eine Linie, die zeigt, woher man bereits gewandert ist. Es ist genau wie Märchen von Hänsel und Gretel, allerdings gibt es statt Brotkrumen Positionen, die aus Längengrad und Breitengrad, also Longitude und Latitude bestehen. Hat man seine Wanderung aufgezeichnet, kann man sich nur in der Wildnis verirren, wenn dem Navigationsgerät der Strom ausgeht. Andernfalls kann man den Linien zwischen den aufgezeichneten Punkten jederzeit in umgekehrter Richtung folgen. Jede Abweichung ist dabei sichtbar, man sieht sofort, ob man vom ursprünglichen Pfad abgekommen ist. Derart aufgezeichnete Wanderungen bezeichnet man als Tracks. Unterstützt ein Navigationssystem das GPX-Dateiformat, können so aufgezeichnete Tracks in Track of the Day importiert und auf einer Karte dargestellt werden. Dieser Hauptanwendungsfall stand Pate, als im Jahr 2019 die erste Version von Track of the Day im Microsoft Windows Store veröffentlicht wurde. Einige Nutzer der Track of the Day Version 1.0 versuchten GPX-Dateien mit unbekanntem Inhalt zu öffnen und wunderten sich, dass nichts angezeigt wurde. Die Ursache war schnell gefunden, sie hatten anstelle von Tracks versucht, GPX-Dateien zu öffnen, die Routen enthielten. Damit wären wir schon beim nächsten Begriff angekommen, der Route. Die einfachste Route besteht lediglich aus Start und Ziel, also nur zwei Wegpunkten, deren Position über Latitude und Longitude beschrieben werden. Stellen wir uns vor, wir möchten von München nach Genua fahren, um mit einer Fähre nach Olbia auf Sardinien überzusetzen. Unsere Route bestünde lediglich aus diesen Koordinaten. Wäre man ohne ein Navigationsgerät unterwegs, würde man in München einfach über die A8 oder A95 in Richtung Süden aufbrechen und der Beschilderung in Richtung Italien und später weiter nach Genua folgen. Über welche Autobahn man startet, ist eine persönliche Entscheidung, die auf Erfahrung basiert, die man in der Vergangenheit gesammelt hat. In einem Auto mit eingebautem Navigationsgerät könnte man einfach nur Genua als Ziel eingeben und würde dort sehr wahrscheinlich irgendwann auch ankommen. Navigationsgeräte sind eigentlich dafür gemacht, dass man sie genau so verwendet. Wo man letztlich entlang fährt, ist dem Navigationsgerät dabei vollkommen egal. Es geht ausschließlich darum, am angegebenen Ziel anzukommen. Welchen Weg man dabei letztlich fährt, berechnet das Navigationsgerät.
Moderne Geräte können ebenfalls auf Erfahrung aus der Vergangenheit zurückgreifen und sogar Verkehrsnachrichten in die Navigation einbeziehen. Damit der Verlauf der zu fahrenden Strecke auf einem Display angezeigt werden kann und sich eine ungefähre Ankunftszeit ermitteln lässt, errechnen Navigationsgeräte viele hundert oder gar tausend Punkte, die jeweils aus Longitude und Latitude bestehen. Auf dem Display können diese Punkte angezeigt und mit Linien verbunden werden. Was man zu sehen bekommt, sieht aus wie ein Track, ist eigentlich aber eine Route, was wirklich verwirrend sein kann. Eine berechnete Route sieht also aus wie ein Track, der aber erst noch zurückgelegt werden muss. Tritt unterwegs ein Stau auf, kann man die Autobahn verlassen und sich einen anderen Weg suchen. Das Navigationsgerät wird die berechnete Route verwerfen und versuchen, einen anderen Weg zum Ziel zu finden. Wo man letztlich entlang fährt, kann man durch die Einstellungen am Navigationsgerät beeinflussen. In der Regel kann man Fähren, Autobahnen usw. erlauben oder vermeiden, splitsparende Routen auswählen usw. Einige Geräte bieten auch Optionen wie Panoramaroute oder kurvenreiche Strecke. Welcher Verlauf der Route berechnet wird, basiert auf der Basis von Algorithmen, welche diese Geräte verwenden. Diese Form der Navigation ist bequem und sehr einfach. Aktiv steuern lässt sich der Verlauf einer Fahrt damit aber nicht. Will man sich nicht der Willkür eines programmierten Algorithmus aussetzen, braucht man Zwischenziele, mit denen man den Verlauf einer Route selbst vorgeben kann. Diese Zwischenziele werden oft mit den Routing-Möglichkeiten von Navigationsgeräten kombiniert. Hier haben wir einige Beispiele, wie eine Fahrt von München nach Genua aussehen könnte. Je mehr Zwischenziele wir in eine Route einfügen, umso länger und unwirtschaftlicher wird sie. Den Zuwachs an Fahrspaß bezahlt man stets mit einem Mehrverbrauch von kostbarem Kraftstoff. Ist man in Genua angekommen und hat seine Fahrt aufgezeichnet, hat man einen Track. Dieser Track spiegelt relativ exakt die tatsächlich gefahrene Strecke wider. Allerdings wird jeder Track immer auch Fehler enthalten. Fährt man durch Tunnel oder dichte Wälder, ergeben sich Fehler aufgrund von schlechtem Empfang der Satellitensignale. Da die Punkte eines Tracks in regelmäßigen Zeitabständen aufgezeichnet werden, ergeben sich auch Abweichungen auf sehr kurvenreichen Strecken. Geräte von Herstellern wie Garmin zeichnen zusätzlich zu Longitude und Latitude auch Zeitstempel und die jeweilige Höhe über dem Meeresspiegel auf. Damit wird es möglich, ein Höhenprofil darzustellen und die Geschwindigkeit zwischen den Trackpunkten zu berechnen. Ist ein Track stark fehlerbehaftet, spiegelt sich dies allerdings auch in den berechneten Geschwindigkeiten wider. So ist es zu erklären, dass bei Tracks, die beispielsweise in der Schweiz aufgezeichnet wurden, völlig utopische Höchstgeschwindigkeiten von beispielsweise 250 km/h berechnet werden. Dabei ist nicht die Berechnung schuld, sondern fehlerhafte Trackpunkte aufgrund eingeschränkter Sicht auf die GPS-Satelliten. Wer von einem Freund einen Track beispielsweise für die Strecke von München nach Genua bekommt und ihn in sein Navigationsgerät importiert, kann nur diesem Track folgen. Es ist wieder das gleiche Prinzip wie bei Hänsel und Gretel, man folgt zuvor ausgestreuten virtuellen Brotkrumen. Ist die Straße blockiert, kann man einem Track nicht weiter folgen, sondern muss sich einen anderen Weg suchen, der im besten Fall recht schnell zum Track zurückführt. Folgt man einem Track, gibt es keine Abbiegehinweise, weil ja keine Route berechnet wurde. Man muss also selbst schauen, wie man im Falle einer Sperrung zum Track zurückfindet und ihm weiter folgen kann. Wer unterwegs Abbiegehinweise sehen oder gegebenenfalls auch hören möchte, der braucht also eine Route. Trifft man auf eine Sperrung, müssen Routen neu berechnet werden. Bei der Nutzung von Routen kann daher nicht garantiert werden, dass der Streckenverlauf, so wie beim Antritt der Fahrt vorausberechnet, wirklich eingehalten wird. Will man sicherstellen, dass Zwischenziele wirklich angefahren werden,
muss man jedes Zwischenziel als Routenpunkt in die Route aufnehmen. Nur mit Zwischenzielen überlässt man den Verlauf einer Route nicht dem Zufall. Damit der geplante Verlauf einer Route weitgehend eingehalten wird, muss eine Route viele Zwischenziele enthalten. Die Definition vieler Zwischenziele kann allerdings zeitraubend und mühsam sein. Aus diesem Grund sind viele Nutzer an dieser Stelle raus und fügen sich ihrem Schicksal oder vertrauen einfach auf Apps, bei denen die Werbung unendlichen Fahrspaß verspricht. Damit alle Nutzer von Navigationsgeräten aus den Häusern Garmin, TomTom, Wahoo usw. Ihre Routen so fahren können, wie sie geplant wurden, gibt es in Track of the Day die Funktion Route verfeinern. Mit dieser Funktion kann man ganz einfach zusätzliche Zwischenziele in eine Route einfügen. Diese künstlich ergänzten Zwischenziele haben eine interne Markierung, sodass sie jederzeit wieder gelöscht werden können. Beim Verfeinern wird der geplante Verlauf einer Route nicht verändert und es bleiben alle explizit geplanten Zwischenziele erhalten. Den Dialog für das Verfeinern von Routen erreicht man über das Kontextmenü der Hauptkarte. Hier kann man einstellen, wie viele Zwischenziele ergänzt werden sollen. Hier ist es auch möglich, bereits vorhandene Zwischenziele zurückzusetzen. Die Anzahl der Zwischenziele kann man auch individuell vorgeben. Dabei sollte die Anzahl der Routenpunkte so gewählt werden, dass das jeweilige Navigationsgerät sie auch korrekt verarbeiten kann. Der Weg von München nach Genua ist etwa 700 Kilometer lang. Ergänzt man beispielsweise 100 Zwischenziele, beträgt die Distanz einzelner Routensegmente etwa 7 Kilometer. Auf derart kurzen Segmenten wird es kaum alternative Strecken geben. Alle Navigationsgeräte werden daher bei korrekt verfeinerten Routen einen Verlauf berechnen, der weitestgehend dem entspricht, was zuvor geplant wurde. Ein weiterer wichtiger Schritt zum Reiseglück ist der Export geplanter Routen auf ein Navigationsgerät. Den Dialog für das Exportieren von Routen findet man im Kontextmenü der Routen oder im Dialog Teilen. Weil unterschiedliche Geräte unterschiedlich funktionieren, bietet Track of the Day verschiedene Parameter für den Routenexport an. Was letztlich funktioniert und mit den Einstellungen des eigenen Gerätes und den persönlichen Vorlieben zusammenpasst, muss jeder Nutzer für sich selbst entscheiden. Innerhalb des Exportdialoges gibt es einige Hinweise, die bei der Auswahl der korrekten Einstellungen eine Hilfestellung bieten. Bei Facebook gibt es die Track of the Day Community. Hier werden alle Themen rund um das Thema Navigation und die Nutzung von Track of the Day diskutiert. Alle Fragen zu Track of the Day können auch über das Kontaktformular gestellt werden, das man auf der Webseite von Track of the Day findet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.